Mag es kaum glauben, aber es ist wieder ein trockener Tag in Schottland. Zuri hat sich hinten in einem Busch versteckt. Zuri? Hallo? Oh, wer ist denn da? Hallo? Von den Mitches, ne? Hallo? Es geht jetzt wieder los, Zuri. Es geht jetzt wieder los. Der letzte trockene Tag, bevor wir eine Woche Regen haben. Problem ist, die Gruppe splittet, weil sie doch irgendwie immer vorne sein will. Deshalb versucht sie jetzt, Eddie zu erreichen. Oh, was ein Blick. Hammer. Die nächsten 2 Tage hatten es echt in sich und Eddie sollte noch etliche Male schieben müssen. Hier auf dem Berg trafen wir auch eine Französin, die von Edinburgh losgeradelt ist. Und sie erzählte uns, dass es dieses Jahr für sie unmöglich ist, einen Couchsurfing- oder Warm-Shower-Platz zu finden. Und dass sie sich bald ein Hotel nehmen würde, um endlich mal duschen zu können. Ich fühlte mich in dem Moment noch dankbarer, dass mich bisher so viele Menschen schon aufgenommen hatten. Café angekommen. Vor einem Kilometer ist mir die Batterie auch alle gegangen. Das heißt, es war ganz schön anstrengend. Das merkt man schon echt, das Gewicht. So, die müsste jetzt in 5 Minuten aufmachen. Wir sind jetzt in einem kleinen Community-Café in Torden und ich habe jetzt Scottischen Porridge bekommen und ich habe mir im Coop vorher Früchte gekauft. Perfekte Ergänzung. Und hier können wir auch alles laden. Es war das zweite Café in Schottland, wo sogar Zuri mit rein durfte. Das heißt, hier werden wir immer so 2 Stunden verbringen und dann geht es weiter den nächsten Berg hoch. Hier in dem Community Café trafen wir auch Will und Charlotte, die mit ihrem Tandem Schottland eroberten. Eigentlich wollten wir ein Stück zusammenfahren, doch leider ging etwas an ihrem Fahrrad kaputt, sodass wir alleine weiterfuhren. Maybe like one of the chain links from this one. I've got a chain link. It's not the chain's not the problem. Okay. It's which is I don't particularly want to get like stranded somewhere, so I want to get it rideable, and then we'll probably have to go back to the house. Okay. There you go. Good chance we'll see you on the road though. Yeah. Crack on, and if we see you, we see you. If not, it was nice to meet you both. Okay, yeah, you Will too. and Charlotte. Yeah. An dieser Kreuzung umkehren. Hier im Shop nochmal was eingekauft und weiter geht's. Oh, truck is coming. God, this could take a while if we have to stop every minute. Viele Autos, ist echt wirklich nur Stop and Go hier. Gefällt mir die Route gestern schon besser. Überall warten sie an den ganzen Passing Places. Fragt man sich wirklich, warum die ganzen Leute, die Autos da stehen. Hochbetrieb. Kommt ein Auto nach dem anderen. Alle 2 Minuten muss man stehen bleiben und irgendein Auto vorbeilassen. Manchmal bleiben die Autos auch stehen. Das ist super anstrengend, jetzt schon. Das ist die NC 500. Also ich habe schon gehört, dass auch viel Betrieb ist. Bei einspurig macht das natürlich alles nochmal ein bisschen eine andere Dimension aus. Wir blieben auf der NC 500 bis Allerpool. Die NC 500 ist eine 516 Meilen bzw. 830 Kilometer lange Route entlang der Nordküste Schottlands. 2015 wurde sie vom Now Travel Magazin auf den 5. Platz der Top 5 Küstenrouten der Welt gewählt. Sie wurde dabei als Schottlands Route 66 bezeichnet, was allein im ersten Jahr zu 29.000 mehr Besuchern in der Region führt. Die Zunahme des Verkehrsaufkommens hat jedoch zu einigen Problemen auf den örtlichen Straßen geführt. Und seit Torridon konnten wir die Nachteile auch am eigenen Leibe spüren. Denn insbesondere die vielen einspurigen Straßen sind einfach nicht für so viele Autos gemacht. Da es immer wieder Autofahrer gibt, die sich damit gebrüstet haben, die Strecke in weniger als 24 Stunden bewältigt zu haben, nennen Einheimische die Straße auch oft Indy 500 nach dem US-Autorennen.
fast bei jedem Passing Place anhalten, weil vor einem ein Auto ist und hinter einem Auto ist und die ja auch noch irgendwie aneinander vorbeikommen müssen. Das ist schon, oh, der hält sogar an, das ist ja nett von ihm. Dann können wir da auch noch vorbei und dann kann der hinter uns vorbei. Ich war an seinem Platz gestoppt. Soll ich denn jetzt da durchkommen? Oh, oh Gott. Siehst du, hier ist der Platz, wo er hätte anhalten sollen. Sorry. Ich hatte ja am Anfang keine Windjacke mit, weil ich dachte, mit einer Regenjacke ist man eigentlich 1A ausgestattet. Aber ich muss sagen, dass ich die Windjacke jetzt so oft schon anhatte, dass das echt einen riesen Unterschied macht. Also das rentiert sich echt nochmal eine extra Windjacke mitzunehmen, weil in der Regenjacke ist es oft einfach viel zu heiß und so stickig. Wow, dieser Ausblick. Es ist so schön, in der Sonne Rad zu fahren. Muss ich heute richtig genießen, weil morgen der Regen kommt. Gerloch are like 3 kilometers. I think that we can have a break there. I hope there are cafes or whatever. Ein Golfclub, weil auf dem Café sein soll. Der meinte aber, dass es geschlossen ist wegen Covid, weil die hier in der ganzen Gegend keinen einzigen Fall hatten. Und deshalb sind die super vorsichtig, weil die auch keinen bekommen wollen. Ich hoffe mal, dass in Gerloch selbst irgendwas aufhat. Guck dich mal diesen Strand an. Wahnsinn. Hoffentlich, wenn wir Pause machen, klingt eigentlich ganz gut. Und der Ausblick ist grandios. Diesmal würde es sogar Spaß machen, draußen zu sitzen mit der Sonne. Leider hatten sie nur noch 10 Minuten auf und so mussten wir uns ein anderes Restaurant suchen. Come young people and listen to me for the nature. Ja, wir trinken jetzt den Orangensaft und die Pommes draußen, weil natürlich drinnen wieder alles voll ist. Aber das sind wir ja langsam gewöhnt. Es wird auch echt kühl, solange die Sonne weg ist. Sobald die Sonne weg ist, meine ich. Wir essen jetzt in der Einfahrt vom Hotelparkplatz, weil es der ruhigste, windruhigste Ort ist. Pommes mit Orangensaft. Almost! Zurika! Allerpool. 57 Meilen, da wollen wir morgen hin. Trinken! Trinken! Muss wieder schieben. Fast oben. Die meinte gerade, dass es hier überhaupt keine Autos gibt. Und es kommt mir auch so vor, es ist irgendwie echt lustig. Es scheint so zu sein, dass die Touristen vielleicht so von 12 bis 5 in den Autos unterwegs sind. Danach dann im Hotel Abendessen und deshalb sind die ganzen Straßen wieder frei. Was echt schön ist.
Wir haben jetzt unser Camp errichtet. Vorne geblieben, weil die Fläche größer ist und ich das Fahrrad nicht so gut runterschieben kann. Und Eddie ist da hinten hingegangen. Aber was auch noch der Burner ist, ist, dass der Mond hier hinten rauskommt. Und ich freue mich schon nach dem Essen. Dann dem Stück noch viel besser. Cool! Guten Morgen, Suri. Es ist richtig windig. Ja, Suri, nein. So dein richtiger Spaß, das Zelt abzubauen. Ich werde jetzt versuchen, in diesem stürmischen Wind das Zelt abzubauen. Es könnte eine kleine Challenge werden. Es steht noch einigermaßen gut, weil ich da noch eine schwere Tasche drin habe. Und wenn ich die jetzt gleich rausnehme, bin ich gespannt, was passiert. Ich wollte euch übrigens noch was zeigen, was dieses Solarpanel. Man sieht schon, dass das hier ganz ausgefranst ist und dass das wahrscheinlich bald brechen wird. Und das ist nach 2 Wochen Benutzung oder 3. Und das andere Solarpanel von RAF Power, das hat das nach einem halben Jahr nicht gehabt. Gar keine Erscheinung. Also das ist hier echt schlecht verarbeitet. Wir starten in den Tag. Ja, die braucht noch ein bisschen länger. Gucken, ob er uns irgendwo in irgendeinem Café erwischt. Weil es hier sehr, sehr wenige geben soll. Also mal schauen, was wir da so kriegen. Keine Hotels, keine Cafés, oft vielleicht in so 2 Stunden Radfahren. Ein oranges Hotel. Sie füllt jetzt gerade mein Wasser auf und gibt mir ein paar Frühstücksbiscuits. Aber es ist noch ein Platz zum Laden. Sie fährt jetzt die Kids zur Schule. Thank you very much. I don't know if you like pears, but... Oh, I do. Awesome. There we go. Thank you. And they're breakfast biscuits. Perfect. Hi, I hope you have a good cycle. Yeah. Where are Well, I'm from Germany, you from? but I started in Leicester this year. Oh, wow. So quite a Okay. tour, yeah. And you're doing it all with your dog? Yes, I'm she's impressed. running most of the time. Wow, that's Yeah, amazing. yeah. Right, well, have a good trip. Thank you. Bye. Von gestern. Sagen wir mal Hallo. Sorry, komm. Ich will natürlich immer Erste sein. Ich bin froh, einen Motor zu haben. Das sieht schon anstrengend aus. Für mich ist es anstrengend. Wir sind ein bisschen schneller bergauf. Das heißt, sie haben gesagt, holen uns wieder ein, wenn es flach ist. Seht ihr die Strände da hinten? Ganz schön bergig hier. Okay, geschafft. Mit dem letzten bisschen Akku. Jetzt müssen wir Akku wechseln. Oh, seht ihr da die Bergziegen? Wie cool ist das denn? 12% runter. Wow. Stoppen wir hier mal. Versammlung. Nach einer kurzen Weile erreichten auch Will und Charlotte den Gipfel. Die beiden machten dort erstmal eine wohlverdiente Mittagspause. Okay, see you soon. Hi, you too. Währenddessen ich das wohl einzig offene Hotel erreichen wollte, um meinen Akku zu laden. So einen anderen Radfahrer getroffen, der meinte, bis Allerpool ist es ein bisschen flach und sonst ist es nur berghoch. Ich habe noch einen Akku. Das sind 60 Kilometer, das schaffe ich nicht. Ich muss irgendwo laden. Guck mal den schönen Strand an. Strand. Ja, falls ihr euch wundert, warum ich eigentlich immer noch die andere VD-Jacke anhabe, obwohl VD mir ja die neue geschickt hat, ist, dass das eine Radfahrjacke ist. Und die ist ganz anders geschnitten und die ist super bequem auf dem Fahrrad. Das andere ist eine Wanderjacke und die ist auf dem Fahrrad irgendwie relativ unbequem. Also von daher es lohnt sich schon, eine Radfahrjacke zu kaufen als Regenjacke. Solange es nicht regnet, ist die ja super, weil die ja trotzdem Wind und alles abhält und warm ist und so. Also ich muss sagen, die NC 500 ist sehr, sehr beliebt bei Radfahrern. Hier sieht man so viele. Morning! Morning! Sensational effort, well done. Oh, is that you? Das, da geht schon wieder ganz schön hoch. Und danach kommt noch ein größerer Berg. Ich habe jetzt übrigens in die Windjacke gewechselt, weil es jetzt berghoch geht.
die andere ja dann, dadurch, dass die winddicht ist, überhaupt keine Atmungsaktivität hat. Apropos Berg, was ich euch noch erzählen wollte, hab ich schon vergessen. Vorgestern ist uns ein Mann begegnet. Hier in Schottland gibt es Applecross. Wir sind da auch gerade vorbeigefahren, als ich euch gesagt habe, dass ich diesen Berg nicht machen werde. Das ist ja die höchste Ansteige in ganz Großbritannien, das ist 400 Meter oder irgend sowas. Und an dem Tag, an dem wir vorbeigefahren sind, ist ein Typ 14 Mal den Applecross hoch und runter gefahren, weil er den Everest simulieren wollte. Voll verrückt. Wow. Hammer. Wow. Wahnsinn. Wir haben mich jetzt schon zum 3. Mal gesehen, das letzte Mal auf Loch Lomond. Der Kreis, blauem Himmel, voll cool. Und auf einmal waren Will und Charlotte wieder da. Nach 4 Stunden Fahrt erreichten wir endlich das versprochene Hotel. Leider hatte es geschlossen wegen Corona. Geschlossen, habe ich bis die eine Frau gefragt. Und ich darf jetzt hier in der Garage laden. Das ist schon mal ganz gut. Und wir machen jetzt auch eine kleine Mittagspause. Und das nächste Café ist in Alapol. Will und Charlotte fuhren nach einer kurzen Pause weiter. Wenig später gesellte sich dafür jedoch Eddie zu mir. Wir haben jetzt 1,5 Stunden geladen. Ich denke, wir sollten es nach Alapol schaffen. Hier ist auch ein Mitarbeiter rausgekommen, der hier die ganzen Maintenance macht. Und er meinte, dass er mit seinem Van und seinem Hund auch nach Alapol fährt. Und wenn ich irgendwo stecken bleibe, dann nimmt er mich mit. Also von daher bin ich eigentlich abgesichert jetzt. Wir sind zwar nur 7 Kilometer Luftlinie Von Alapol entfernt, aber wir müssen einmal um den kompletten Berg fahren, was 50 Kilometer sind. Aber noch ein bisschen was vor uns. Ja, wir fahren gerade durch den Canyon durch. Deshalb sind das ungefähr 14 Kilometer berghoch. Statt dem vorausgesagten Regen kam auf einmal die Sonne heraus. Zum Nachmittag kommt die Sonne raus. Hätte ich heute gar nicht mit gerechnet. Super schön. Fast oben. Mal wieder konnte ich mein Glück kaum fassen. Als wir schon ein gutes Stück den Berg runter waren, fiel mir auf, dass meine Regenjacke weg war. Ich hatte sie leider nur lose auf mein Fahrrad gelegt. Gerade als ich Motivation sammelte, den Berg wieder hochzufahren, kamen die beiden Radfahrer mit meiner Jacke an, die sie auf der Straße liegend gefunden hatten. I was lucky that they found my rain jacket. So where did they find the jacket? I don't know, bro. It's somewhere on the way. Ganz schön viele Fahrradfahrer hier unterwegs. Hier trennen sich unsere Wege. Eddie fährt jetzt nach Inverness und wir fahren nach Alapol. Ich hoffe, dass der Akku reicht. Es sagt 28 Kilometer auf Eco. Wir haben 31 Kilometer. Aber es gibt ein bisschen Berg runter. You are crazy. Bye! Okay, auf nach Alapol. Dann müssen wir irgendwo ein Restaurant finden, wo wir beide Akkus laden können.
Ja, ich muss sagen, das Radfahren ist gerade super anstrengend, weil ich versuche, Batterie zu sparen, um wirklich in Allerpool anzukommen. Ich merke aber, dass meine Beine schon echt schwer sind und es weh tut. Und deshalb ist es echt immer schwierig zwischen den Eco-Tour und gar nichts umzuschalten. Natürlich immer noch so kleine Hügel kommen. Und Suri läuft auch schon nebenher, ein bisschen Gewicht zu sparen. Es ist schon ein anstrengender Tag heute. Ich habe noch mal kurz Pause gemacht. Ich habe noch einen Apfel und einen Fitnessriegel gegessen. Jetzt hoffe ich, schaffen wir die letzten 20 Kilometer auch noch. Allerpool, wir haben es geschafft! Okay, mal gucken, wo wir hier ein schönes Restaurant finden. Puh, ich bin jetzt ganz schön müde, aber wir haben es geschafft. Ich bin jetzt in einem Fish and Chips Shop, weil Ullapool ist bekannt für seine Fish and Chips, soll die besten des Landes geben. Ich glaube, es liegt vor allem auch am Fisch, der halt hier ganz lokal gefangen wird. Aber ich esse jetzt einen Veggie-Burger und Fisch, Chips natürlich, also Pommes. Und genau, werde mich jetzt mal ein bisschen ausruhen und Akku laden und dann mal gucken, wie es für uns weitergeht. So, dann testen wir sie doch mal. Also Chips sind nicht die besten, aber die schmecken die bestimmt trotzdem. Müssen wir nur ein bisschen abkühlen lassen. Oh, Suri und ich haben ein Bett für heute Nacht, weil die beiden an dem Tandem, die sind jetzt auch hier in Ullapool und die haben einen Hotelraum gebucht und ich darf bei dem im Hotel schlafen. Und Suri auch, mega cool. Oh, Suri gibt's Abendessen. Good. Check. Okay. In der nächsten Folge geht es spannend weiter. Unter anderem, wir sind noch etwas mit Will and Charlotte unterwegs. Die Zeitverzögerung einer nicht so tollen Begegnung führt zu einer unerwartbaren schönen anderen Begegnung. Wir erkunden ab jetzt die Ostküste Schottlands. Und Bob nimmt uns in seinem wunderschönen Cottage am Strand auf. Bis zum nächsten Video.